Im letzten Sommer hat die Fundstelle eine sogenannte rettungsarchäologische Maßnahme in Rechnitz besucht. Um herauszufinden, was genau dort unter der Erde schlummert, sind wir für euch ins Südburgenland gefahren. Wir befinden uns hier an der Fundstelle Rechnitz, wo eine Kreisgrabenanlage sich im Boden befindet. Hier soll einmal eine Freilichtanlage entstehen zum Thema Kreisgräben und zum Neolithikum. Eine museale Darstellung von Archäologie ist extrem wichtig, jedoch Archäologie dort wirklich zu präsentieren, wo wirklich die Menschen einmal gesiedelt haben, wo sie gelebt haben, wo sie auch gestorben sind. Das macht einen besonderen Reiz aus. Da spielt der Genius Lozi halt eine große Rolle. Wir befinden uns gerade auf der Grabungsfläche, die eigentlich dem Verlauf des Weges entlang führt. Dieser Weg soll den Besucherpavillon mit dem Osteingang der Kreisgrabenanlage verbinden. Und das muss halt im Vorfeld der baulichen Maßnahmen stattfinden. Für uns ist es sehr interessant, weil dieser Weg eigentlich auch quer durch diese Projektfläche schneidet und durch die neolithische Siedlung. Erst 2011 und 2012 wurden in Rechnitz ganze 3 Kreisgräben aus der Lengiel-Kultur entdeckt. Direkt daneben eine Siedlung aus der Vorgängerkultur der Linearbandkeramik mit einem doppelten Umfassungsgraben. Doch der Siedlungsplatz ist ungewöhnlich. Wir gingen ursprünglich davon aus, dass wir hier eine typische neolithische Bodenbeschaffenheit vorfinden werden. Typisch neolithische Bodenbeschaffenheit bedeutet in dem Sinn, dass neolithische Siedlungen grundsätzlich immer auf Lössböden angelegt wurden. Das gilt vor allem für die erste Phase des Neolithikums, für das Frühneolithikum, für die Phase der Periode der Linearbandkeramik. Da wir hier auch einige linearbandkeramische Siedlungsbefunde wie Gruben und Postengruben finden, ist es eigentlich sehr erstaunlich, auf welch anstrengenden Boden hier gesiedelt wurde. Lössböden, die sind in der Regel sehr einfach zu durchdringen, auch mit den Werkzeugen, die die jungsteinzeitlichen Siedler zur Verfügung hatten. Hier haben wir eben die typischen Böden des Rechnitzer Fensters, eine geologische Formation, die zu Böden führt, die sehr untypisch ist für die ganze Umgebung hier, und dass gerade hier so ein Siedlungszentrum entstanden ist, ist äußerst bemerkenswert. Wir sind jetzt aber natürlich damit konfrontiert, weil wir haben die gleichen Voraussetzungen wie die Siedler damals, wenn wir ihren Hinterlassenschaften hinterhergraben, und dementsprechend anstrengend ist, wie man an den Bildern auch erkennen kann. Der hier angelegte Weg schneidet auch die Erdwerke, die die neolithische Siedlung umgeben. Und das ist sehr interessant, weil wir hier eben auch ganz gute Stellen haben, um verschiedene Proben für Analysen zu gewinnen. Also hier befinden wir uns jetzt an einem äußeren Siedlungsgraben. Und warum haben wir genau hier ein Bodenprofil angelegt? Weil wir uns hier für die Verfüllungsprozesse interessieren. Sprich, wie sind die Sedimente, die wir hier in den Schichten oder in den Horizonten sehen können, eigentlich hier hineingekommen? Waren das eher schlagartige Ereignisse oder langsame Sedimentationsereignisse, die eben natürlich entstanden sind? Was hier an diesem Standort besonders spannend für uns jetzt war, ist, dass wir hier eigentlich die Sohle dieser Befestigungsanlagen relativ seicht haben. Sprich, wir gehen davon aus, dass im oberen Bereich einfach Bodenerosion stattgefunden hat und dass uns hier ganz oben einfach schon ein gewisser Anteil an Boden verloren gegangen ist. Die Kollegen arbeiten gerade an dem Erdwerk, das die linearbandkeramische Siedlung umgibt. Der Graben um die Siedlung herum ist am Ende der linearbandkeramischen Siedlung, in der Endphase dieser Siedlung entstanden. Und dann ist die Frage, es gibt dann hier in der Nachfolge eine Lengiel-zeitliche Siedlung. Das sind wieder Leute, die hier einwandern, und die Frage ist, ob die diesen Graben noch gesehen hat, was man von der alten Siedlung noch gesehen hat. Wir gehen davon aus, dass man diesen Graben vielleicht ein bisschen als Senke noch gesehen hat. In der Verfüllung dieser Objekte, wir nennen das in der Archäologie Objekte, finden wir Keramik. Es gibt verschiedene Gefäßformen, die sind sehr typisch für eine Zeit, genauso wie es heute ist. Alles unterliegt irgendwelchen Moden, und so ändert sich auch die Keramik im Laufe der Zeit. Und anhand dieser Veränderungen kann man dann
gewisse Zeitstufen einteilen und auch die Objekte als Ganze dann sehr gut datieren. Diese Funde kommen jetzt direkt hier aus der Grube. Man sieht hier schon schön ein Randstück mit einem Profil. Das ist eine sehr feine Keramik und das ist ein Henkelstück von einem größeren Gefäß. Diese Form kann man dann sicher sehr gut einordnen. Hier in Rechnitz sind wir dabei, eine Besucheranlage so weit planerisch voranzubringen, dass das dort dann auch wirklich zu einer Umsetzung dieses Projekts wird. Wir sind schon gespannt, wie es mit dem Projekt Steinzeitdorf und Kreisgräben in Rechnitz weitergehen wird und werden euch auf dem Laufenden halten. In der Zwischenzeit beschäftigt uns aber eine andere Frage. Was genau sind Kreisgrabenanlagen? Um dieser Frage nachzugehen, haben wir uns im Weinviertel umgesehen, wo die meisten dieser mysteriösen Anlagen auf oder besser im österreichischen Boden gefunden wurden. Die rätselhaften Bodendenkmäler sind erst Mitte des vorigen Jahrhunderts entdeckt worden. Nur im Luftbild waren dunklere Ringe oder auffällige Farbschattierungen im Feld erkennbar. Ansonsten aber sind die Kreisgrabenanlagen in der Landschaft heute nicht mehr sichtbar. Unter Kreisgrabenanlagen verstehen wir eingetiefte, kreisförmige Gräben, die wir hier im Weinviertel sehr häufig antreffen. Es sind Anlagen, die Durchmesser haben zwischen 50 und 180 Metern. Sie können zwischen 1 und 5 Gräben haben und im Inneren ist meistens ein offener, freier Platz, der nach außen hin gegen diese Gräben durch Holzpalisaden abgesetzt war. Das Phänomen der Kreisgrabenanlagen war für die Wissenschaft lange sehr schwierig anzugehen, einfach weil es sich um riesige Erdwerke handelt, die man bis vor 60, 70 Jahren kaum bemerkt hat. Nicht? Erst durch die Luftbildarchäologie und durch die Prospektionsmöglichkeiten der jüngeren Jahrzehnte war es möglich, hier so breite Forschungsansätze durchzuziehen. Wir stehen hier am großen Kreisgraben von Glaubendorf und nicht weit von hier, wenige Kilometer, haben wir im Jahr 2004 und 2005 eine Kreisgrabenanlage mit Methoden der experimentellen Archäologie nachgebaut. Dafür haben wir uns einen Befund von Schletz bei Mistelbach oben genommen, weil das war die kleinste Kreisgrabenanlage, die wir bis dahin gefunden hatten und nur die hat auf diese Fläche gepasst, die wir hatten. Das Besondere daran war, wir hatten diese Kreisgrabenanlage selber ausgegraben und auch die zugehörige Siedlung mit erfasst. Und so konnten wir wirklich einen geschlossenen Komplex von Kreisgrabenanlage mit 4 Gebäuden vor Ort fast in situ wieder aufstellen. Wir haben ihn halt nur um 40, 50 Kilometer verlagert. Und für uns war es natürlich die Möglichkeit, uns mit der Holztechnologie dieser Zeit intensiv auseinanderzusetzen. Eine kleine Bitte in eigener Sache. Nutzt den Hype-Button. Mit 1, 2 oder 3 Klicks helft ihr uns, mehr Menschen auf YouTube mit unseren Dokus zu erreichen. Ein Nachbau einer Kreisgrabenanlage, das mussten wir uns anschauen. Und wir trafen dort einen Archäologen, der sich den Großteil seiner Karriere mit diesen Monumentalbauten beschäftigt hat. Wir befinden uns hier im Nachbau einer dieser Kreisgrabenanlagen, einer einfachen, also nur aus einem Graben bestehenden Anlage aus dem zentralen Weinviertel. Diese Replik ist zur Hälfte verkleinert im Museum am Heldenberg rekonstruiert worden, besteht aus den nachgewiesenen Holzpalisaden des Innenraumes und dem vorgelagerten Spitzgraben. Diese Kreisgräben waren obertags nicht sichtbar, waren genauso monumental wie etwa die berühmten Stonehenges auf den britischen Inseln oder teilweise auch im westeuropäischen Raum, wo diese im Rahmen der Megalithkulturen durch aufrecht errichtete monolithische Steine und kein Holz, wie wir es hier haben, errichtet worden sind. Aber auch unsere neolithischen Kreisgräben kommen von der Monumentalität sehr an diese westeuropäischen Erscheinungen heran. Diese Kreisgrabenidee, wie sie von mir geprägt worden ist, erstreckt sich über weite Teile Mitteleuropas bis an den Fuß praktisch der Alpen in Niederösterreich im Burgenland. Zentrum der bisherigen Vorkommen dieser Kreisgräben ist die sogenannte Lengyel-Kultur, die auch als bemalt-keramische Kultur aufgrund der Gefäßverzierung bezeichnet wird. Die Lengyel-Periode wird der mittleren Jungsteinzeit zugeordnet und folgt der linearbandkeramischen Kultur nach, die Ackerbau und Viehzucht erstmals nach Mitteleuropa brachte. Die Einführung der Landwirtschaft hier im Osten Österreichs setzt etwa in der Mitte des 6. Jahrtausends vor Christus ein.
Wir wissen nachweislich aufgrund genetischer Untersuchungen sowohl der Haustiere wie auch der Menschen, dass das über mehrere Stadien und Etappen aus dem anatolischen Raum bis in den westeuropäischen Raum gelangt ist. Diese endet etwa 4900, 4800 vor Christus und damit setzt diese mittelneolithische Lengelkultur ein, wobei von der Population genetisch zwischen den Bandkeramikern, also den Frühneolithikern und den Trägern dieser mittelneolithischen Lengelkultur keine Beziehung besteht. Wohin sich diese frühneolithische Bevölkerung entwickelt hat, ist meines Wissens bis jetzt noch nicht geklärt. Mit dem Ende der älteren Jungsteinzeit breitete sich in unserer Gegend die sogenannte Lengyel-Kultur aus. Die Menschen dieser Epoche waren mit den Siedlern und Siedlerinnen der Vorgängerkultur genetisch nicht verwandt. Die Menschen dieser Zeit haben in Holzhäusern gelebt, wie wir aufgrund der archäologischen Befunde wissen, meistens langrechteckige Holzbauten. Sie können beträchtliche Dimensionen erreichen, so 20, 30 Meter sind durchaus nachgewiesen. Des Weiteren haben wir durch unsere Grabungen, gerade auch in Kamek, eingetiefte Bauten nachweisen können, die eher als Werkstätten, Produktionsstellen gedient haben, in deren Ecken Ofenanlagen gehalten worden sind. Manche Häuser, es gibt sogar Befunde, deren Flechtwegwände mit Lehmbewurf versehen waren, sind gleichermaßen wie die Keramik bemalt gewesen. Und für diese frühe Stufe der Lengyel-Kultur, der diese Kreisgraben chronologisch angehören, ist die rote und die gelbe Farbe ganz charakteristisch. Deswegen wird die Lengyel-Kultur auch bemalt-keramische Kultur genannt. Im Museum am Heldenberg sind zahlreiche Exponate ausgestellt. Viele davon hat Gerd Trinker mit seinem Team gemeinsam ausgegraben. Wir stehen hier vor den eindrucksvollen Rekonstruktionen von Vera und Ludwig Albustin, die nicht nur die charakteristischen Gefäße dieser Zeit, sondern besonders die eindrucksvolle Oberflächenverzierung dieser Gefäße, wie auch der Figuren, die nach dem Brand mit organischem Auftrag als Bindemittel rote und gelbe Farbstoffe primär verwenden. Diese Farbstoffe, Eisenoxide in Form von Rötel, Ocker, für die gelbe Farbe Jarosit, wurden mit organischen Bindemitteln auf die Gefäßoberfläche nach dem Brand aufgetragen. Das ist das Phänomen, dass vor allem auch weitmündige Gefäße wie Schüsseln gleichfalls diese Innenbemalung aufzeigen, die dann im normalen Siedlungsschutt auftreten. Man fragt sich, warum Gebrauchskeramik diese aufwendige Oberflächengestaltung aufweisen. Und sie sind so perfekt aufgetragen worden, dass sie auch nach Jahrtausenden bis zur Zeit unserer Ausgrabung noch immer an den Oberflächen angehaftet sind. Und meistens dann beim Entfernen des umgebenden Sediments ist die Farbe dann im Sediment und nicht am Gefäß angehaftet gewesen. Das muss man recht aufwendig rekonstruieren und konservieren. In der vorangegangenen Linearbandkultur waren Figurinen eher selten. Aus der Lengyel-Zeit sind zahlreiche solche Figurinen bekannt, auch aus Kamek. Da sehen wir 3 Figuren, 3 weibliche Torsi von Figuren aus der Kreisgrabenanlage und auch aus der Siedlung. Die 2 rechten Figuren stammen aus Siedlungsgruben, die wir sehen, sie sind fragmentiert, als Abfall in die Gruben gelangt. Und links den Gefäßteil einer derartigen Frauenfigur, der in 2 Teile zerbrochen ist, der stammt aus dem Graben, aus dem äußeren Graben und ist an 2 verschiedenen Stellen gefunden worden. Das zeigt, dass diese Bruchstücke bereits an der Oberfläche verlagert und dann sekundär in den Graben gelangt sind. Und auch das eines der Gründe für mich, warum ich diese Plastiken nicht als Kultfiguren ansprechen will. Sie waren wie Puppen oder Spielzeug
in Massen für den scheinbar täglichen Gebrauch in Verwendung. Und man kann das wirklich auch als Kinderspielzeug, wie wir es aus der Ethnographie zum Beispiel kennen, ansprechen. Es gibt Befunde, wir kennen Befunde aus Transdanubien, also aus Westungarn, wo komplette Figuren angeordnet in kleinen Gruben niedergelegt oder niedergesetzt worden sind. Da gab es sicher Hintergründe davor. Aber als Massensiedlungsware im Siedlungsschutt neige ich eher dazu, das Ganze als profan zu sehen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn euch unsere Fundstelle-Dokus gefallen, hinterlasst uns ein Like, vor allem ein Abo und klickt die Glocke, damit ihr nicht verpasst, wenn die nächste Folge erscheint. Da wir all unsere Dokus aus eigener Tasche finanzieren, zählt jeder Euro. Mit einer Kanalmitgliedschaft könnt ihr uns direkt unterstützen, auch in Zukunft neue Episoden zu produzieren. Im Museum Horn hat uns Gerhard Trinker einige typische Lengyel-zeitliche Exponate gezeigt. Eggendorf am Walde zeigt wieder die typische Frühlengyel-Keramik mit der Rot-Gelb-Bemalung. Einen häufigen Fund innerhalb dieser Kulturerscheinung sind Schöpflöffel, sogenannte Düllenlöffel. Und in dieser Fundstelle ist auch Steinrohstoffmaterial gefunden worden, das von weit her verbracht worden ist. Vom Osten karpatischer Obsidian, dessen Lagerstätten in der Südostslowakei liegen, also entfernungsmäßig so an die 400 Kilometer entfernt. Als anderes Extrem sehen wir hier gebänderten Plattenhornstein aus dem Gebiet der Oberlauf der Donau. Auch hier Entfernungen so an die 350 Kilometer. Die wichtigsten Haustiere für die Ernährung waren Schaf, Ziege, Rinder und auch Schweine. Die Jagd rückte immer mehr in den Hintergrund. Das heißt, sie hat in der Lengyel-Kultur nur 10% ausgemacht. Es wurde aber weiterhin gefischt. Man weiß das aufgrund der Funde von Fischhaken aus Knochenmaterial. Gab es irgendwo Teiche in der Nähe, dann waren natürlich auch Schildkröten ein sehr beliebtes Nahrungsmittel. Wir haben Kreisgrabenanlagen, wo hunderte Schildkrötenpanzer gefunden wurden. Und auch Vögel wurden gejagt, also was es einfach die Natur geboten hat. Kamek weist mit einigen Befunden eine Sonderheit auf. Wir haben hier eine große Anzahl von in gebrannten Lehm eingepackten Weinbergschneckengehäuse gefunden. Das heißt, die Leute haben auch Mollusken zur Ernährung verwendet, haben sich also die Weinbergschnecken gebraten. Die Kleidung, darüber wissen wir sehr wenig, weil wir haben keine Kleidungsreste gefunden. Es gibt ja hier keine Moore, wo man sowas finden könnte. Aber man hat Hanf angebaut, das Hanf, Lein und Brennnesseln. Das heißt, das sind Materialien, aus denen man exzellent Stoffe weben kann. Und sonst gab es halt im Winter die Felle, Lederbearbeitung und alles. Da gibt es zahlreiche Nadelfunde aus Horn, aus Knochen, aber auch Holznadeln und Stichel aus Silex noch, wo die Löcher vorgefertigt wurden, dass man leichter mit Sehnen dann nähen konnte. Es war ja etwas wärmer als heute in dieser Zeit und die Winter nicht so kalt. Also damit hat das Lengyel-Volk hier eigentlich sehr gut leben können. Was Sie hier sehen, ist eines der wichtigsten Werkzeuge des Neolithikums. Es ist eine Sichel aus Feuerstein, Holz und Birkenteer. Mit diesen Geräten wurde Getreide geerntet. In den Halmen von Getreide ist Kieselsäure und diese Kieselsäure greift den Feuerstein ganz leicht an. Wenn wir Steine finden, die diesen typischen Glanz haben, der durch diese Säure erzeugt wird, dann wissen wir, das ist ein Stein, der aus einer Sichel stammt. Die Werkzeuge der Menschen der Kreisgrabenzeit waren aus Holz, Stein und Knochen angefertigt. Ich habe hier einige der Stücke mitgebracht, die wir gebaut haben. Das wären diese spitznackigen Dechselformen, mit denen man runde Stämme eckig schlagen kann, die man dann formtechnisch zu Häusern, zu Balkenwerken, zu Dachstühlen verbinden kann. Und dieses Stück wäre ein typisches Lochbeil, das wir mit Fell- und Spaltprozessen in Verbindung bringen können.
Nicht vergessen sollten wir auch, dass im Unterschied zu Jägern und Sammlern die Menschen der Steinzeit Getreide angebaut haben und dieses Getreide konnte man auch vergären, man konnte Bier produzieren. Und das konnte man natürlich nicht nur im Rahmen von kultischen Anlässen entsprechend zelebrieren und konsumieren. Doch zurück zu den monumentalen Kreisgrabenanlagen der Lengyel-Kultur. Wie und warum wurden sie errichtet? Gerhard Trinker hat im Waldviertel in jahrelanger Arbeit einen Kreisgraben erforscht und auch Hinweise auf die Erbauung gefunden. Wir befinden uns hier in Kamek im Kamptal, stehen ungefähr im Zentrum der Kreisgrabenanlage, die aus 2 Gräben besteht, einen ziemlich tiefen und breiten Innengraben mit über 70 Meter Durchmesser und der äußere Graben hat über 140 Meter Durchmesser. Bei zweifachen, vierfachen Grabenanlagen ist das Verhältnis der Durchmesser 2:3:4 oder 3:4:5. Und hier haben wir das Verhältnis 1:2. Also der Außengraben ist doppelt so groß dimensioniert wie der Innengraben. Wir gehen davon aus, dass ursprünglich eine einfache Anlage errichtet worden ist. Also ein komplett ausgestatteter, mächtiger Graben mit 4 bis 5 Meter Breite und 3 bis 4 Meter Tiefe in Form des Spitzgrabens mit den zugehörigen Palisaden. Und dann, denke ich, wurde das Konzept einer 2- oder 3-fachen Anlage angedacht und teilweise ausgeführt. Man hat mit dem äußeren Graben, der ja doppelt so groß dimensioniert ist wie der Innengraben, begonnen, diesen teilweise komplett und stellenweise nicht mehr fertiggestellt und dann letztendlich das dreifache Grabensystem nicht mehr durchgeführt worden ist. Wir haben keinen Hinweis in diesen großen Zwischenraum und zum Schluss der Anlage die sie auch nicht mehr vollendet worden ist. Zu den Fundstücken zählt die übliche Keramik in der bekannten Rot-Gelb-Bemalung. Wir haben aber auch Gruben gefunden, im speziellen Fall eine Grube, wo eine Anzahl von ca. 10 komplett erhaltenen Gefäßen vorhanden war, die nicht durch den Pflug angeschnitten war. Das zweite nicht zur Zeit des Kreisgrabens, aber der Nachfolgesiedlung, dann die Bestattung eines jugendlichen Individuums, 10 bis 12 Jahre in etwa, Geschlecht nicht eindeutig feststellbar, aber das Kind hatte eine krankhafte Schädeldeformation, die man als Wasserkopf bzw. als Hydrocephalus identifizieren oder nachweisen kann. Neben den keramischen Funden haben wir natürlich Steingeräte. Das besondere Stück stellt das Fragment eines Steinbeiles dar, aus Omphasit. Diese Rohstoffe stammen aus dem italischen Westraum an der Grenze zu Frankreich. Dort kommen exklusiv diese Rohstoffe vor. Und das zeigt, dass hier Luftlinie über 700 Kilometer auch hier diese Materialien in den Boden gelangt sind. Die Kreisgrabenanlagen in Österreich sind erstaunlich einheitlich in ihrer Konstruktion und sie sind meistens in Löss eingetieft. Sie haben Grabenwerke, die oben bis zu 5-6 Meter breit gewesen sein dürften und oft auch eine beachtliche Tiefe von bis zu 6 Metern gehabt haben. Sie waren so spitz, wenn man da wirklich reingefallen ist, man ist ohne fremde Hilfe nicht mehr rausgekommen und auch Tiere, die überqueren wollten, hatten keine Chance, da irgendwie durchzukommen. Man darf sich vorstellen, es wurden tausende Kubikmeter Erde entfernt, es wurden hunderte Stämme gefällt und aufgestellt. Also hier haben sicher Leute von einer ganzen Siedlung zusammengewirkt, um hier ein Gemeinschaftswesen zu erzeugen, um hier einen Bau zu erstellen, den man sicher auch gemeinschaftlich genutzt hat. Zur Deutung dieser Anlagen gibt es zumindest meines Erachtens nach keine 100%igen Vorstellungen, abgesehen von Einzelinterpretationen, Versammlungsorte, astronomische Beobachtungszentren für rituelle Handlungen jeder Art, die wir uns auch nicht vorstellen können. Kreisgrabenanlagen, was sind sie? Wir wissen es nicht wirklich genau. Vielleicht waren es Kultstätten, es waren sicher keine UFO-Landeplätze, das hat man auch schon geglaubt.
Es sind keine Observatorien für Sternenbeobachtung, obwohl zu gewissen Zeiten durch die Tore, durch die Eingangstore der Anlagen immer wieder gewisse Sternenbilder gesehen werden können. Jüngere Erkenntnisse zeigen, dass astronomische, paläoastronomische Sichtweisen nicht zutreffend sind. Die Tore sind nach der Geländesituation ausgerichtet, wo entweder in der Fallrichtung oder in der horizontalen Richtung die Zugangsmöglichkeiten am besten geeignet sind. Die Palisaden im Inneren haben dafür gesorgt, dass die auch nahezu blickdicht waren. Also die Leute, die draußen geblieben sind, haben nicht gesehen oder gehört, vielleicht ein bisschen gehört, was drinnen wirklich vorgegangen ist und umgekehrt genauso. Also es waren Orte, wo man sehr spezielle Dinge tun konnte, die auch im privaten Raum geblieben sind. So wie heute jedes Dorf eine Kirche hat, hatte damals jede größere Siedlung eine Kreisgrabenanlage. Und die Verwendung dieser Kreisgrabenanlagen mag sehr multifunktional gewesen sein. Man könnte sich sehr gut vorstellen, dass hier Feste gefeiert wurden, Ehen geschlossen wurden, dass hier Erntedankfeste durchgeführt wurden, aber dass man vielleicht im Winter auch die Mutterkühe mit ihren Jungen da hineingestellt hat, um sie einfach vor wilden Tieren wie Wölfen oder Bären zu schützen. Das ganze Problem liegt darin, dass sofern wir diese Anlagen aus der Luft oder am Boden als Bodenmerkmal erkennen, ist eine große Erosion eingetreten und wir kennen von gegrabenen Anlagen, dass bis zu 2 Meter der ehemaligen Oberfläche fehlen. Das heißt, damit sind alle Interpretationen anhand eines archäologischen Befundes nicht mehr möglich. Die mittelneolithischen Kreisgrabenanlagen wurden ab etwa 4800 v. Chr. gut 200 Jahre überall im Siedlungsgebiet der Lengyel-Kultur errichtet. Sie wurden jeweils etwa 80 bis 120 Jahre genutzt, instand gehalten und manchmal sogar erweitert. Dann gerieten sie offenbar aus der Mode, wurden oft bewusst zugeschüttet und häufig wurden auch die dazugehörigen Siedlungen verlassen. In Kamek ist das der besondere Fall, dass die Siedlung weiterlebt als die Kreisgrabenanlage und die beginnen dann diese Gräben großteils zu verfüllen beziehungsweise auch intentionell zuzuschütten. Aber nahezu alle Kreisgräben, die wir kennen, sind dann noch tausende Jahre lang im Gelände als seichte Mulden oder Grabenverläufe erkennbar gewesen. Aufgrund der Sedimentanalysen und der Grabungsprofile ist dann am Ende des Neolithikums auf natürliche Weise eine Bodenbildung in diesen Gräben nachzuweisen und damit dürften diese dann im Gelände auch nicht mehr sichtbar gewesen sein. Und letztlich durch die landwirtschaftliche, neuzeitliche Tätigkeiten bis in die Gegenwart wurde alles nivelliert, erodiert, abgeackert und somit auch zerstört.